Heute zeige ich euch einen Messy Slickback, einen Flow Bro Flow mit welligem Haar. Hallo, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Ich bin der Max. Ich denke, die meisten von euch kennen mich, kennen uns bereits. Falls nicht, schön, dass ihr hier seid. Ich zeige euch heute, wie ich mir einen lockeren, also einen Messy Slickback tatsächlich, respektive einen Bro Flow style. Ihr werdet euch fragen, aber das hat uns doch der Philipp jetzt erst erklärt und gezeigt. Ja, an sich hat er das, allerdings hat der Philipp andere Haare als ich. Ich habe nämlich dann doch eher wellige Haare. Ich habe keine lockigen, aber ich habe doch leicht wellige Haare. Und da verhält sich einfach insgesamt das gesamte Styling ist ein anderes. Und das Endresultat ist tatsächlich auch ein anderes. Und genau deshalb möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie ich mir zurzeit so die Haare mache. Ihr seht es an sich, sie sind schon ein gutes Stück länger geworden als in letzter Zeit. Die gehen mir schon knapp bis zum Mund. Ist auch an sich wichtig, dass ihr eine gewisse Länge habt in den Haaren, denn sonst funktioniert diese ganze Frisur nicht. Das geht einfach nicht, denn da spielt euch dann die Physik, die macht euch dann einfach einen Strich durch die Rechnung. An den Seiten ist es ein bisschen was anderes, da ist es nicht ganz so relevant, aber langes Deckhaar oder längeres Deckhaar ist unbedingt wichtig. Sonst funktioniert diese ganze Frisur nicht, sonst sieht es am Ende aus, als hättet ihr in die Steckdose gelangt und das ist ja in dem Fall auch nicht das, was ihr wolltet. Genau, also zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Ich habe noch minimale Restfeuchte in meinen Haaren und ich nehme zurzeit dafür unheimlich gerne den Grooming Tonic Texture Foam von Reuzel, weil der sich nämlich super einfach in die Haare einbringen lässt. Hier sitzen wir mal, 5 Pumpstöße sind an sich genug für mich. Es ist ein Schaum, lässt sich ultimativ einfach einarbeiten, kriegt er überall hin und der bringt euch dann genau diese Struktur, dieses lockere, aber dann doch definierte, was ihr am Ende haben wollt. Wo es dann nämlich genau hingehen soll. So, ich muss jetzt doch noch einen kleinen, Haare waren einen Ticken zu trocken. So, packen wir jetzt auch noch mal mit rein. So, das Allerwichtigste ist bei diesen Frisuren, ihr müsst föhnen. Vollkommen wurscht, was für Haare ihr habt. Das ist eine Frisur, die muss geföhnt werden. Ohne Ausnahme. Es geht tatsächlich nicht anders. Allerdings ist es jetzt anders, als der Philipp euch das gezeigt hat, dass ich jetzt mit der Bürste hergehe und mir Volumen und alles reinfüllen muss. Nein, ich will, sage ich mal, die wellige Struktur von meinen Haaren behalten oder sie sogar noch ein bisschen mehr betonen. Und deshalb gehe ich her und nehme den Diffuser auf den Föhn. Der bringt nämlich die Wärme verteilt auf den Kopf, aber pustet euch die Haare nicht hin und her. Und genau das wollt ihr haben. Deshalb fange ich jetzt mal kurz an. Wichtig, ihr werdet es gleich sehen, scrunchen. Ihr müsst die Haare richtig schön scrunchen. Das verteilt zum einen das Produkt nochmal sehr cool in den Haaren und ihr werdet gleich das Ergebnis sehen und ihr werdet wirklich staunen. Philipp ist gerade auch fassungslos. Ihr seht, was ich meine. Ich habe jetzt Korkenzieherlocken auf dem Kopf. Das ist brutal. Also wenn ihr an sich Locken definieren wollt, Bombe, macht es genauso. Aber das ist jetzt nicht die Frisur, die ich haben möchte. Ich will die aber noch ein bisschen nach hinten. Dafür nehme ich mir jetzt einen recht groben Kamm und gehe einfach erstmal nur grob durch nach hinten. Das Ding ist, für mich ist diese Frisur, dieser Bro Flow, ist eine lebendige Frisur, sage ich mal. Das ist für mich nichts, was hingemeißelt, hinbetoniert ist und so bleibt, weil dann müsste man am Ende noch einen Haufen Haarspray oder Ähnliches hernehmen, dass das wirklich so bleibt. Für mich ist es eine Frisur, die soll sich unbedingt den Tag über ein bisschen verändern. Ich liebe es, mir regelmäßig durch die Haare durchzufahren und das auch zu können. Und dann fallen sie immer ein bisschen anders. Für mich gehört das einfach dazu. Also ihr seht das jetzt und was nämlich auch noch dazu kommt. Ihr werdet mit der Zeit merken, wie eure Haare natürlich fallen. Also ich habe es mir jetzt nur ein bisschen locker nach hinten gepackt.
Ich weiß es ganz genau, im Laufe des Tages, wenn ich mir ein bisschen öfter mal durch die Haare fahre oder, wie ihr seht, ein bisschen Kopfschütteln, da bewegt sich schon was. Ich werde ungefähr, hier werden sich meine Haare splitten und dann kriege ich den leicht geteilten Part hin, den Flow. Aber es ist alles möglich. Es funktioniert super gut. Ihr seht es, meine Haare sind jetzt relativ matt tatsächlich geworden. Es gibt ein paar Flyaways, das ist aber vollkommen egal, denn ihr habt eine lockere, eine lebendige Frisur. Da ist das nicht so schlimm, wie wenn ihr jetzt einen strengen Slickback hättet und da steht ein Haar ab. Vollkommen wurscht. Ihr könnt euch die ganze Zeit wieder durchfahren. Ihr könnt wuscheln, wie ihr wollt. Und es ist super entspannt, aber ihr habt eine schöne Griffigkeit, ihr habt die Textur und es sieht nach was aus. Es sieht absolut gewollt aus. Was euch passieren kann, da komme ich jetzt wieder auf die Seiten zurück. Wenn ihr sehr kurze Seiten habt, kann es passieren, dass euch mit der Zeit hier das Deckhaar runterfallen wird, weil ihr hier kein stützendes Haar habt. Das passiert mir jetzt auch noch relativ oft, dass die einfach ein bisschen runtersacken, weil hier nichts ist, was die abstützen kann. Es ist aber wurscht. Zum einen kann es erstens sehr lässig ausschauen und zum anderen gehst du einfach einmal durch und fertig. Und dann passt das. Aber das ist auch das, was ich versuche immer wieder zu sagen. Versucht es, eine lebendige Frisur zu behalten, was Lockeres, weil du kannst keinen natürlichen Look erzeugen und das dann aber fest betonieren. Denn sonst müsstet ihr eine deutlich festere Pomade oder ein deutlich festeres Produkt hernehmen und dann ist aber die natürliche Struktur eurer Haare, die leichten Wellen, die Locken, dann sind die halt weg. Dann könnt ihr die nicht so schön betonen, wie wenn das Ganze eher deutlich natürlicher ist. Also da müsst ihr euch immer überlegen, was euch lieber ist, aber beides werdet ihr eher nicht hinbekommen, außer vielleicht mal für einen kurzen Moment, für eine Stunde oder zwei, für ein wichtiges Event, aber dann ist es auch vorbei. Denn dann könnt ihr euch auch nicht mehr durch die Haare fahren, denn dann ist die Frisur vollends hinüber. So ist das kein Thema. Ihr seht, ich kann jetzt auch immer noch die ganze Zeit, ich habe eine super tolle Griffigkeit. Ich kann mir gegebenenfalls, ziehe ich mir jetzt die Haare hier rüber. Ich kann mir die Haare hier rüber ziehen und es geht die ganze Zeit. Es ist überhaupt kein Stress. Und auch heute früh habe ich es gemerkt, die U-Bahn ist reingefahren und es macht zack, zack. Es weht ein bisschen umeinander, aber das ist dann egal. Eure Frisur ist nicht hinüber. Ihr könnt einfach, ihr geht durch, legt sie euch wieder hin und jeder sieht, dass das so gewollt ist. Ja, jetzt habe ich hier, jetzt hat's mir hier jetzt seht ihr auch schön, wie es mir da die Haare runterhaut, aber ich gehe einmal zack durch und alles passt wieder. Deshalb ist das so ein bisschen, lasst lieber eure Haare sein und das machen, was sie wollen und unterstützt sie dabei. Denn das macht es euch deutlich einfacher, also macht erstens das Styling einfacher und auch euch das Leben, sage ich mal, weil es deutlich entspannter wird. Es ist einfach so. Es gibt Haartypen, da funktionieren manche Frisuren hervorragend, dafür wiederum andere überhaupt nicht. Gerade das Slickback bei mir habe ich verloren. Das geht überhaupt nicht. Da müsste ich mir eine Dose superfeste wasserbasierte Pomade in die Haare schmieren, dass das dann irgendwas wird und das juckt am Kopf wie Hölle. Das funktioniert bei mir einfach nicht, funktioniert dafür beim Philipp. Deshalb, ihr müsst euch immer ein bisschen überlegen, was habt ihr für Haare, was wollt ihr machen und ist das überhaupt möglich? Genau, das war's jetzt dann auch erstmal dazu. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, was verschiedene Frisuren angeht, was das Styling angeht, dann lasst es uns einfach wissen, schreibt es in die Kommentare. Wir versuchen da jetzt mal so ein bisschen mehr solche Videos für euch drehen zu können. Richtig, genau. Das war's dann jetzt an sich auch schon und ich sage danke, servus, euer Max.